Herzlich willkommen in meinem Kanal und zu meinen Playlists Nähen ganz einfach und Zuschnitt erstellen. Mein Name ist Lilo Siegel und ich freue mich wieder einmal Zeit zu haben, euch ein Video zu machen. Aber bevor ich dazu komme, muss ich heute unbedingt erst wieder mal ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Es ist eine Weile her, dass ich mich bei euch bedankt habe, dass ihr mir treu seid, dass ihr immer wieder meine Videos schaut und vor allen Dingen, dass ihr so tolle, so schöne, anregende und auch liebevolle Kommentare schreibt. Ich freue mich riesig darüber und grüße euch alle in ganz Europa oder in der ganzen Welt, denn ich sehe ja immer und ich frage auch, schreibt mir doch bitte, von wo ihr mich schaut und meine Videos schaut, und ich freue mich wirklich, immer in Gedanken ein wenig mit euch gemeinsam in der Welt rumzureisen, was wir ja leider in der heutigen Zeit im Moment nicht tun können und dürfen. Aber zum Thema. Mein heutiges Thema geht um eine Frage, die mir immer wieder, seitdem ich vor circa 2,5, 3 Jahren mit diesen Videos in YouTube begonnen habe, immer wieder kommt diese Frage auf: ach, wie ist das mit dem Fadenlauf? Wie muss ich dieses oder jenes Teil im Fadenlauf zuschneiden? Und natürlich sagt man, da gibt es Regeln und bei vielen Schnitten sind diese Fadenlaufangaben auch eingezeichnet. Nur was viele übersehen, ist, dass das eigentlich nur eine Vorgabe ist, und für die, die noch gar nicht wissen, wie sie mit Stoffen und mit Schnitten umzugehen haben, wie sie vorgehen sollten. Und sehr oft habe ich da auch schon Fragen zu beantwortet oder es in einigen meiner Videos auch erklärt, wie man vorgehen kann oder sollte. Aber um das nochmals zu verdeutlichen, mache ich euch heute dieses Video zu einem Kleid, das ich mir heute zuschneide. Habt ihr Lust zuzuschauen? Dann müsst ihr jetzt dranbleiben. Dann dürft ihr nicht ausschalten, denn jetzt geht's los. Schauen wir uns also meinen Stoff einmal an, aus dem ich das Kleid nun schneiden möchte. Es ist ein Jersey, das hat jetzt nichts unbedingt mit dem Fadenlauf, wie ich es euch erklären möchte, zu tun. Aber ihr könnt sehen, hier ist meine Webkante, hier ist mein Stoffbruch im Moment, 1,40 Meter Breite hat der Stoff, und das ist meine Länge hier. Das heißt, mein Streifen, den ich hier in dem Stoff habe, läuft quer in meinem Stoff. Nicht in der Länge, sondern quer. Wenn ich nun ganz genau nach Fadenlauf angeben eines Schnitts vorgehen würde und würde jetzt mein Vorderteil und meinen Rücken nehmen, und das gleiche gilt dann auch für den Ärmel, den legen wir noch mal weg, dann müsste ich, weil ja der Fadenlauf eigentlich generell in der vorderen Mitte bzw. in der hinteren Mitte läuft, müsste ich mein gesamtes Kleid inklusive des Ärmels jetzt quer zuschneiden. Wir alle wissen, Streifen machen schlank, aber nicht unbedingt, wenn sie mir quer laufen. Das heißt, das ist schon mal ein Grund, warum ich das auf gar keinen Fall machen möchte, dass ich diesen Stoff, obwohl ich es so machen müsste laut normalen Angaben, ich werde das auf gar keinen Fall so zuschneiden. Denn ich kenne eigentlich niemanden, der sich gerne etwas schneidert oder etwas kauft, das ihn unnötig größer erscheinen, dicker erscheinen lässt. Also möchte ich eine Variante finden, wie ich das anders zuschneiden kann. Und dabei werde ich auf alle Fälle zuerst meinen Rücken zuschneiden, aber genau um 90 Grad gedreht, sodass in meinem Rücken komplett der Streifen gerade nach unten verläuft. Und beim Arm werde ich das ganz genauso machen. Ich werde den Arm nicht im normal vorgegebenen Fadenlauf zuschneiden, sondern ich werde ihn auch wie den Rücken um 90 Grad drehen, sodass im Rücken und im Ärmel mein Streifen schön schlank macht und von oben nach unten verläuft und nicht quer über meinen ganzen Körper drüber. Beim Vorderteil werde ich das ganz anders machen. Ich werde mir das Vorderteil teilen. Nun hatte ich hier schon bei meinem Vorderteil vordere Mitte Bruch hier dran geschrieben gehabt. Das heißt normal, wenn ich so zugeschnitten hätte, würde ich das hier im Bruch anlegen. Habe mir aber nun schon
eine Kopie gemacht von diesem und habe mir in der vorderen Mitte 1 cm Naht angestellt. Hier hatte ich das vergessen, deshalb habe ich es mir dran geschrieben. 1 cm Nahtzugabe muss ich hier noch dran stellen. Und ich mache das auch bewusst jetzt, um euch zu zeigen, wenn ihr Kopien macht. Das habe ich auch beim letzten Video erwähnt. Schreibt euch unbedingt alles dran. Wenn ihr euch nicht sicher seid, habe ich die Naht hier schon dran gestellt. Dann strichelt euch das so, wie ich das hier gemacht habe, damit ihr immer wisst, das ist die Nahtzugabe, die ich jetzt schon bereits dran gestellt habe. Oder wie hier, ich habe da das letzte Kleid als langes Shirt gemacht gehabt, aber dieses möchte ich 2 cm länger schneiden. Also habe ich mir hier schon hingeschrieben, für meinen Saum 2 cm plus. Aber kommen wir wieder zu unserem Fadenlauf zu sprechen. Das war jetzt nur so zwischendurch, damit ihr wisst, um was es geht. Ich möchte nämlich, nachdem ich jetzt genau in der Taille hier meinen Schnitt geteilt habe und mir eine Kopie gemacht habe, habe ich mir das angeschaut, wie ich gerne den Verlauf haben möchte. Und zwar werde ich dieses untere Teil, ich habe das jetzt nicht in Position liegen, sondern nur so, damit ihr genau seht, was ich damit bezwecke und was ich mache. Dadurch, dass mein Papier leicht transparent ist, habe ich mir, wie ihr sehen könnt, den Schnitt so aufgelegt, dass ich meinen Streifen ganz leicht hier durchsehe und habe mir das angezeichnet, wie ich den in der Position, wo ich es dann genau zuschneiden möchte, auflegen werde. Ich möchte nämlich fast unten vom Saum her zur Taille rauf dieser Streifen verlaufen soll. Deshalb habe ich das so schon eingezeichnet und werde das so zuschneiden. Beim Zuschnitt muss ich dann aber ganz genau darauf achten. Wenn ich möchte, dass mir alle Streifen hier vorne wieder passen, muss ich mir natürlich mein Muster hier genau aufeinander stecken und das wirklich ganz akkurat zuschneiden, sonst bekommen wir den Streifen nicht in der vorderen Mitte aufeinander. Also der Zuschnitt muss da ganz exakt sein. Und beim Vorderteil habe ich ja einen V-Ausschnitt und da werde ich mir das Vorderteil so anlegen, dass ich meinen Streifen hier genau mit meinem Schnitt anlege, parallel hier. Und da könnt ihr jetzt sehen, dass mein Streifen dann von der Schulter Richtung vordere Mitte läuft. Oder man kann fast sagen vom Armloch her. Oder gehen wir mal hier, genau, gehen wir von der Mitte vom Armloch hier aus, läuft mein Streifen jetzt fast runter auf die Taille zu. Und genauso werde ich dieses Oberteil zuschneiden. Jetzt habe ich da noch einen Brustabnäher drin und da gibt es dann auch verschiedene Möglichkeiten, was ich mit dem machen kann. Natürlich kann ich ihn gern ganz genau so liegen lassen, nur wird es dann, wenn ich ihn so zunähe, wie er jetzt hier gezeichnet ist, werden mir meine Streifen minimal hier auseinanderlaufen. Das hängt mit der Schräge zusammen, es sei denn, ich werde ihn ganz minimal verlegen, damit ich wieder ganz genau, wenn ich den Abnäher nähe, wirklich wieder haargenau die Streifen aufeinander bekomme. Das ist möglich, da muss man ein bisschen hin und her schieben, hängt natürlich auch mit der Streifenbreite zusammen und wie sowieso euer Abnäher im Moment gelegen ist. Wenn er sehr schräg gelegen ist, dann werden die Streifen auf gar keinen Fall aufeinander passen. Aber was man auch machen könnte, wenn ich denke, das kriege ich nicht hin, dann könnte ich mir den Abnäher zum Beispiel verlegen, indem ich ihn da einschneide und sage, hier läuft ja jetzt mein Streifen entlang. Ich will den ganz genau in den Streifen reinschneiden. Dann könnte ich mir das hier aufdrehen jetzt und würde mir den hier zudrehen. Und wenn ich jetzt den Abnäher hier nähe, verläuft es mir mit dem Streifen, sodass die Streifen hier nur beim Armloch dann minimal in den Abnäher zusammenlaufen. Also das muss man ausprobieren, wenn man einen starken Streifen hat, wie ich hier. Wie man das am liebsten machen möchte, das kann man mit einem ganz kleinen Stoffrest mal ausprobieren. Wie will ich das zuschneiden, damit mir mein Abnäher nicht komisch in dem Teil aussieht.
Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man bei Streifen dann plötzlich irgendwelche Muster reinbekommt, die das ganze Teil dann unschön aussehen lassen. Hier könnt ihr nun sehen, wie ich das Rockteil vom Vorderteil und das Oberteil vom Vorderteil aufgelegt habe. Zur Wiederholung: So wäre normal mein Fadenlauf im Stoff, den ich beachten müsste, und das wäre der Fadenlauf von der vorderen Mitte, jeweils hier und hier die Kante. Das habe ich gestürzt. Ich habe nun meine Streifen auf dem gesamten Teil ganz genau aufeinander gelegt, damit diese beiden Teile, also das Paar, auch wirklich identisch wird von den Streifen her beim Oberteil und auch hier beim Rockteil, und genauso werde ich das jetzt ausschneiden. Und somit könnt ihr nun sehen, wie ich den Rücken komplett in 90 Grad gedreht gerade geschnitten habe. Das gleiche habe ich beim Ärmel gemacht. Da musste ich ein ganz kleines bisschen mogeln. Auch das muss man manchmal, denn ich hatte für dieses Kleid genau 1 Meter Stoff. Hätte ich alles wirklich im Fadenlauf geschnitten, wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Aber dadurch, dass ich im Vorderteil ja diese Schrägen eingesetzt habe, da braucht man etwas mehr Stoff. Und deshalb musste ich den Ärmel, wenn ihr das jetzt hier seht, ich bin zwar oben an der Schulter gleich mit meinem Muster, aber wenn ich nun nach unten schaue, verläuft mein Streifen etwas anders bei dem einen Ärmel. Aber wie gesagt, das ist gemogelt. Unten passt es zwar wieder, aber es ist einmal das Muster versetzt. Aber wenn der Ärmel eingenäht ist, wird man das bei diesen 2 cm Streifen nicht sehen. Aber ansonsten hätte ich den Ärmel quer reinlegen müssen, also mit dem Fadenlauf legen müssen. Und das wollte ich ja nicht, das habe ich euch ja gesagt. Und nun schauen wir uns das Vorderteil an, nämlich zuerst das Oberteil vom Vorderteil. Und da könnt ihr jetzt sehen, liegen meine Streifen haargenau hier aufeinander. Denn nur wenn ich das so genau zuschneide, kriege ich auch diese Streifen beim Zusammennähen wieder genau aufeinander. Und genau das gleiche ist bei meiner vorderen Mitte beim Rockteil der Fall. Auch da, wenn ich das jetzt öffne, könnt ihr sehen, auch hier liegen meine Streifen jetzt haargenau aufeinander. Nur so, wie gesagt, kriegen wir das so hin, dass die dann wunderschön aufeinander passen. Und schauen wir uns das ruhig mal an, wie das aussieht, wenn ich die Teile einfach mal öffne jetzt. Hier wäre meine vordere Mitte. Ich schlage das mal auf, als wäre das hier zusammengenäht. Wäre schön, wenn es schon zusammen wäre. Und das gleiche machen wir beim Vorderteil jetzt mal. Und somit könnt ihr sehen, dass meine Streifen alle zur Mitte zulaufen. Ich habe ja vor kurzem ein Video gemacht, wie ihr einen Knoten im Kleid oder in einer Bluse reinmachen könnt. Das wird im Endeffekt eine sehr ähnliche Optik werden, obwohl wir keinen Knoten drin haben. Das nur noch mal vorweggenommen. Ja, soweit zum Zuschnitt, und damit kann ich schon wieder für heute Tschüss sagen an euch alle. Solltet ihr Interesse und Lust haben, das nächste Video zu sehen, sobald ich das Kleid zusammennähe, beziehungsweise die eine oder andere Änderung noch vornehmen werde, denn ich werde zum Beispiel diesen Ausschnitt nicht komplett so, wie er jetzt ist, als V-Ausschnitt machen. Das ist mir ein bisschen langweilig. Ich habe da eine andere Idee. Aber ich könnte zum Beispiel jetzt hier keinen runden Ausschnitt machen bei dem Streifen. Deshalb, das werde ich alles im nächsten Video erklären und werde Schritt für Schritt euch zeigen, wie ihr das Kleid zusammennähen könnt und dass das wunderbar möglich ist, wenn man nicht unbedingt im Fadenlauf zuschneidet. Und genau darum ging es ja heute in diesem Video, dass ich euch zeigen wollte, ihr müsst nicht immer nach dem Fadenlauf gehen, sondern ihr könnt auch nach euren Ideen vorgehen und aufgrund dessen ganz andere Modelle für euch persönlich kreieren. Damit, meine Lieben, sage ich danke fürs Zuschauen. Bis bald wieder, bleibt mir treu, bleibt gesund. Ich versuche beides ebenfalls zu tun und verbleibe damit eure Lilo. Tschüss.